Hallo liebe werdende Mama, ich bin Marie und in diesem Video gebe ich dir 5 Tipps, die dir helfen können, schneller schwanger zu werden. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Schwanger werden. Für manche Paare ist es relativ einfach und es klappt innerhalb der ersten Monate. Für andere Paare ist es nicht ganz so einfach und es will einfach nicht funktionieren. Liegt hier kein medizinisches Problem bei Mann oder Frau vor, kann es manchmal schon helfen, den weiblichen Zyklus über ein paar Monate gut zu beobachten und die Schwangerschaftsstrategie ein wenig zu verändern und anzupassen. Im folgenden Video möchte ich dir daher 5 Methoden vorstellen, um die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, zu erhöhen. Los geht's! Tipp Nummer 5. Beobachte deinen Zyklus und notiere alle Eckdaten wie Beginn, Ende, Eisprung. Heutzutage haben wir alles als App auf unserem Handy. Warum nicht auch unseren Zyklus? Der weibliche Zyklus ist pauschal mit einer Länge von 28 Tagen festgelegt. Der Eisprung wird daher pauschal am 14. Tag erwartet. Aber wie bei allem anderen auch, ist jede Frau individuell und somit auch ihr Zyklus. Und hier kann sich schon das erste Problem, der erste Fehler bei einem bestehenden Kinderwunsch ergeben. Wenn du nämlich damit rechnest, dass dein Eisprung am 14. Zyklustag stattfindet und du hier Geschlechtsverkehr hast, ist das eventuell nicht zielführend, wenn du nicht sicher weißt, dass der Eisprung an bzw. um diesen Tag stattfindet. Vielleicht war dein Eisprung beispielsweise schon an Tag 12 vormittags. An Tag 14 abends kann es dann sein, dass die Eizelle nicht mehr befruchtungsfähig und schon abgestorben ist, wenn Spermien da sind. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass dein Eisprung erst an Tag 17 oder 18 stattfindet. Bis dahin sind die Spermien dann bereits abgestorben. Wieso das so ist und wie die Spermien deines Partners eine Überlebensfähigkeit von bis zu 5 Tagen erreichen können, erkläre ich dir in Tipp 3. Wenn du nun also damit beginnst, deinen Zyklus mit Hilfe einer App zu tracken, hast du einen guten Überblick über Länge und Regelmäßigkeit deines Zyklus. Du kannst in eine Zyklus-App meist die Länge deiner Periode eintragen und wenn du den Zeitpunkt dann ermittelt hast, auch deinen Eisprung. In einer Zyklus-App hast du zusätzlich die Möglichkeit zu notieren, wann du und dein Partner Geschlechtsverkehr hattet, ob etwas besonders Stressiges passiert ist, das deinen Eisprung eventuell nach hinten verschiebt und vieles mehr, das dir hilft, einen guten Überblick über deinen Zyklus zu bekommen. Somit kann die App dir bei einem regelmäßigen Zyklus vieles relativ zuverlässig vorhersagen. In Kombination mit den Tipps, die gleich folgen, weißt du also schon im Vorhinein ziemlich genau, wann dein Eisprung stattfinden wird. Nummer 4. Miss täglich deine Basaltemperatur. Die Basaltemperatur oder auch Morgentemperatur genannt, ist deine Körpertemperatur direkt morgens nach dem Aufwachen. Gemessen wird in der Regel unter der Zunge. Das Ganze nimmt pro Tag 3 bis 5 Minuten in Anspruch, verrät dir aber im Gegenzug viel über deinen Zyklus. Innerhalb eines Zyklus verändert sich die Basaltemperatur und gibt dir Aufschluss darüber, in welcher Zyklushälfte du dich befindest, ob und wann ein Eisprung stattgefunden hat, ob du schwanger bist und auch, ob du deine Periode im Laufe des Tages bekommst. Wenn du deine Basaltemperatur messen möchtest, brauchst du ein Thermometer, das 2 Nachkommastellen anzeigen kann. Heutzutage gibt es Basalthermometer in verschiedenen Variationen. Die meisten Frauen bevorzugen die digitale Version. Unten verlinke ich dir meine Empfehlungen. Alle Thermometer speichern die letzte gemessene Temperatur. Manche übertragen sie direkt in eine App auf dein Handy. Die Basaltemperatur liegt vor dem Eisprung in der Regel zwischen 36,17 und 36,56 Grad. Nach dem Eisprung liegt sie deutlich höher und bleibt auf einem relativ hohen Niveau, bis sie am ersten Tag der nächsten Periode, also durchschnittlich nach 12 bis 16 Tagen wieder abfällt. In deiner Temperaturkurve ist also am Tag nach dem Eisprung ein signifikanter Anstieg von ungefähr 0,5 Grad zu sehen. Meist ist es zu diesem Zeitpunkt leider schon zu spät, die Eizelle noch zu befruchten. Aber auch hier bekommst du Informationen über deinen Zyklus. Zum einen, ob du überhaupt einen Eisprung hast und zum anderen, wenn du über mehrere Zyklen misst, weißt du, an welchem Zyklustag dein Eisprung ungefähr stattfindet und du kannst nach dem Eisprung erkennen, ob dein Körper genug Progesteron produziert.
Mithilfe des Hormons Progesteron fährt dein Körper die Körpertemperatur quasi zum Brüten hoch. Fällt deine Basaltemperatur nämlich nach wenigen Tagen wieder ab oder steigt erst gar nicht, gibt es ein hormonelles Problem. In diesem Fall ist eine Schwangerschaft fast unmöglich, da das Progesteron, das für den Temperaturanstieg zuständig ist, auch für die Einnistung der Eizelle zuständig ist. Wenn es fehlt, kann sich die befruchtete Eizelle nicht einnisten und eine Abbruchblutung setzt ein. Liegt dieses Problem vor, kannst du bei deinem Frauenarzt deinen Hormonspiegel testen lassen und unterstützende Maßnahmen wie zum Beispiel Clomiphen nutzen. Bleibt die Körpertemperatur länger als 16 Tage oben und fällt nicht ab, besteht eine Frühschwangerschaft. Wenn du schwanger bist, bleibt die Basaltemperatur die nächsten Monate erhöht. Nummer 3. Beobachte dein Zervixsekret. Wie bereits erwähnt, können die Spermien des Mannes bis zu 5 Tage im weiblichen Körper überleben. Allerdings nur, wenn sie das richtige Milieu vorfinden. Ansonsten sterben sie innerhalb von wenigen Stunden ab. Und hier wird das Zervixsekret, das die Scheide produziert, wichtig. Es ernährt die Spermien, schützt sie vor dem sauren Scheidenmilieu und hilft ihnen, vorwärts Richtung Eizelle zu kommen. In der ersten Zyklushälfte vor dem Eisprung wird dieses Sekret nicht benötigt. Je näher es jedoch zum Eisprung geht, desto mehr Sekret produziert der weibliche Körper. Die Scheide fühlt sich ein paar Tage um den Eisprung also deutlich nasser an. Du hast also einen weiteren Anhaltspunkt dafür, ob dein Eisprung bald stattfinden wird. Auch diese Veränderung deines Körpers kannst du beobachten und in deiner Zyklus-App oder deiner Basalkurve vermerken. Nummer 2. Mach um deinen Eisprung herum Ovulationstests. Ovulationstests sind darauf ausgelegt, den Anstieg des Hormons LH, das für die Reifung der Eizelle zuständig ist, in deinem Urin zu erkennen und somit bei einem nahenden Eisprung anzuschlagen und ein immer positiveres Ergebnis anzuzeigen. Anders als ein Schwangerschaftstest sollten Ovulationstests allerdings eher zum Nachmittag hin gemacht werden und nicht mit Morgenurin. Wenn du anfangs noch nicht weißt, wann du mit deinem Eisprung zu rechnen hast und wir vom durchschnittlichen 14. Tag ausgehen, kannst du 2 bis 3 Tage vorher damit beginnen zu testen. Werden die Tests positiver, also die zweite Linie stärker, kannst du auch einen zweiten Test ein paar Stunden später machen, um deinen Eisprung nicht zu verpassen. Wenn du nun weißt, dass du deinen Eisprung hast und ganz bewusst auf die Zeichen deines Körpers achtest, kannst du ihn vielleicht sogar spüren. Trage den Tag deines Eisprungs auf jeden Fall in deine Notizen, deine App oder was du zum Aufzeichnen benutzt, ein. Setzt du die Ovulationstests gezielt ein, hast du also mit der Zervixsekretbeobachtung und dem Temperaturanstieg im Nachhinein schon 2 Methoden, die dir den Eisprung voraussagen und eine Methode, die ihn dir im Nachhinein bestätigt. Kommen wir nun zum letzten Tipp, der alle 4 vorangegangenen Tipps zusammenführt. Nummer 1. Habe gezielt Geschlechtsverkehr mit deinem Partner, um schwanger zu werden. Natürlich soll das Schwangerwerden auch Spaß machen und keine Pflichtveranstaltung sein. Ebenso wenig schließt es Sex an unfruchtbaren Tagen aus. Aber um die Chance maximal auszureizen, solltet ihr entweder kurz vor oder kurz nach dem Eisprung Sex haben. Idealerweise vielleicht auch zu beiden Zeitpunkten, kurz davor und kurz danach. Und nun möchte ich dir zu guter Letzt noch ein Buch empfehlen, das mir persönlich sehr geholfen hat, meinen Zyklus besser kennenzulernen, zu verstehen und auch zu deuten. Familienplanung von Toni Weschler. All das, was ich in diesem Video kurz und knapp für dich zusammengefasst habe, plus viele, viele weitere aufschlussreiche Infos und Tipps, findest du in diesem Buch zum Nachlesen und Nachschlagen. Ich habe dir das Buch unten in der Infobox noch einmal verlinkt. Das waren meine Top 5 Tipps für dich, um deine Chancen, schwanger zu werden, zu erhöhen. Like das Video, wenn du noch mehr zu diesem Thema erfahren möchtest. Und hier habe ich 2 weitere Videos rausgesucht, die auch sehr interessant für dich sind. Viel Spaß beim Anschauen und bis bald. Deine Marie.